Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Clip. Ich bin aus meiner kreativen Pause wieder zurück und hinter mir seht ihr die Sunny. Ich bereite sie heute auf den Rücktransport vor. Erstens müssen wir sie reinigen und zweitens muss der Benzin raus und ja, das machen wir heute. Meine Lieben, heute ist der große Tag. Sunny wird endlich abgeholt. Ich hatte noch einige Probleme mit den Dokumenten, musste deshalb extra in die 80 Kilometer entfernte Stadt Vannes mir einen Dolmetscher organisieren, meine ganzen Dokumente übersetzen lassen und dann auch noch notariell beglaubigen. Und ja, aber last but not least, ich habe alle Dokumente und heute soll Sunny endlich abgeholt werden. Ja, geputzt ist sie. Der Transporteur ist inzwischen hier und jetzt bin ich gespannt, wie sie meine Sunny in diesem Tag befestigen werden. Und ja, dann sind es auch schon die letzten Minuten mit meiner Sunny. Benzin und Öl sind heraus, das auch nicht passieren kann, während die Sunny nach Hause transportiert wird. In der letzten Minute ist das letzte Öltröpfchen rausgeronnen. Das war wirklich eine Punktlandung. Und jetzt laden wir sie ein. Sunny ist verladen und hier in dem Truck unterwegs jetzt bald nach Istanbul. Und für mich bedeutet es jetzt warten, bis ich die Dokumente zurückbekomme, denn die Jungs nehmen meinen Pass mit. Sunny muss am Zoll ausgestempelt werden, dann bekomme ich meinen Pass zurück und hoffentlich kann dann meinen Flug buchen. Fingers crossed. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. 1000 Gefühle gehen jetzt durch meinen Körper durch. Sunny ist weg und ja, natürlich bin ich sehr, sehr traurig jetzt, aber ich bin auch froh, dass der Transport jetzt endlich organisiert ist und dass die Sunny verpackt und verladen ist. Jetzt geht's auf zum Corona-Test und ja, es wäre übertrieben gesagt, dass ich jetzt ruhig bin, aber ja, ich freue mich nicht sonderlich auf den Test. İyi? İyi misin? Ben de iyiyim. Gel gel. Gel. Elif, bak Maggie'yi getirdim. Kendisi kardeşim olur. Yarın Avustralya'ya değil mi? Avusturya'ya gidiyor. Aynen. Test alacak. Yardımcı oluruz. Die Auskunft war natürlich falsch. Wenn man am Vormittag zum Corona-Test geht, bekommt man nicht am nächsten Tag Vormittag das Ergebnis, sondern am nächsten Tag am Abend. Und da mein Flug morgen um 7 Uhr gehen sollte, wäre das natürlich zu spät. Allerdings glauben wir, dass ich innerhalb der Türkei keinen Corona-Test für den Flug brauche. Das heißt, wenn ich dann am Freitag weiterfliege von Istanbul nach Zürich, hätte ich digital dann den Zugang zum hoffentlich negativen Testergebnis.
Und ja, ich wünsche einfach in solchen Situationen, dass Dinge funktionieren würden. Aber auch das ist irgendwie nicht möglich, sondern ja nur mit Umwegen und ja, nachträglich nachreichen. Und ja, langsam zippt mir die ganze Sache echt an, weil es hat jetzt so viele Probleme gegeben, dass zuerst die Sanni das Land verlassen kann, aber jetzt auch ich. Und ja, irgendwann verliert man dann doch die Geduld und es ist einfach alles nur mühsam. Ja, momentan werde ich jetzt registriert und hoffentlich kann ich dann den Test machen. Ja, whatever. Ich habe jetzt gerade den Test gemacht und ja, es war Horror. Es war echt Horror. Und erst habe ich ewig gewartet und dann ist es so schnell gegangen, dass ich nicht einmal filmen kann. Aber ja, Horror. Ich bin auf dem Weg nach Hause endlich. Letzter Flug von Istanbul nach Zürich. Und ja, jetzt bin ich froh, wenn dieser ganze Hassel und Bassel vorbei ist und ich endlich ein bisschen zur Ruhe komme. Wow, wunderschöner Sonnenschein, 7 Grad. Ab jetzt wird es wärmer, hat es geheißen. Ich hatte ja noch Schneefall und Minusgrade. Und ja, die Schweizer haben zu mir gesagt, es hat schon Frühlingstemperaturen und darauf freue ich mich natürlich. Ich bin zurück im Mofakult Headquarter mit meinem Köbi und ich habe gerade die Nachricht gekriegt, dass die Sanni angekommen ist und jetzt schauen wir sie einmal an und packen sie natürlich sofort aus. Cool. Schauen wir. Hier wurde hier ein kleines Willkommen zu Hause Überraschung gemacht. Darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut, aber momentan kochen die Emotionen natürlich hoch. Ich bin mega traurig, jetzt auch wie die Sanni angeliefert worden ist und ich die Nachricht erhalten habe. Es hat mir so richtig einen Zucker im Bauch gegeben und ja, kurz schossen mir die Tränen in die Augen. Und ja, ich bin immer noch nicht darüber hinweg, dass die Reise abgebrochen ist. Aber ich werde natürlich langsam versuchen, mich daran zu gewöhnen. Und vorerst aber, da ich nur noch 5 Stunden habe, um alles zu erledigen, wird jetzt einmal die Sanni ausgepackt und die Ersatzteile ins Regal gelegt. Und ja, ich versuche die Kontenance zu bewahren. Gut, ich kann einen Schrauben ziehen. Danke. Der Köbi ist halt ein Mann der Tat, mein Mann der Tat. Der Mann tat etwas. Dann Nummer 2, Abschied von Mofakult, weil mein Arbeitsvertrag auch ausgelaufen ist. Und ja, dann Abschied von meinen Freunden, Arbeitskollegen. Ja, das kommt jetzt alles zusammen. Auch natürlich das Ungewisse, was wird passieren, wohin wird es mich verschlagen. Aber bevor das geklärt ist, verbringe ich jetzt noch ein bisschen Zeit mit meinen Arbeitskollegen, der Elias. Schallöchen. Der wird mir heute helfen, die Sanni auszupacken, hoffe ich. Und? Manchmal kriegen wir sie raus. Was die Kiste? Der Elias sagt, man, ich soll einfach aus dem Loch da rausfahren. Geht schon, oder? Oder? Was? Hat er da ein Loch? Kann ich rausfahren? Draufhocken, loslassen und rausfahren. Aha, ich finde es nicht gut. Das ist ja Habakuk. Das erste Mal, wenn ich den Übel sehe. Bravo, Köbi, hast du das gesehen? Ein Zack und 3 Nägel heraus. Das ist ein Frühstück. Oh, weißt du, der Titel vom Video? Unboxing and Burnout. Unboxing and Burnout. Burnout! Ja, der kann sicher einen Burnout machen, oder? Hast du sie gesehen, Elias, einmal? Nein, ich habe sie noch nie gesehen. Ja, nachher. Maggie, noch nie gesehen. Du auch nicht? Nein, Maggie. Guck, Köbi, guck, Köbi, guck, Köbi.
türkischem Honig, wenn es die einpackt. Tut's eigentlich nicht weh, Jungs. Die Katkölbe. Vorsicht, Kölbe heißt es. Was heißt das? Vorsicht. Die Kat. Die Kat. Diktat. Diktat. Der zerreißt mir die Sandy. Genau jetzt kommt Sani wegen der Sani. Kriege. Ja. Ganz Loch gemacht. Hey, die Sieg hat eiskalt mit 400 Kilo angeschrieben. Gell? Dabei hat der ganze Seich vielleicht nicht mal 200. Hey, vorsichtig da. Was ist das? Und das ist Zissibar. Ja. Das hat er gesagt, bestellbar. Oh Mann. Ah, den suche ich auch noch. Haben wir jetzt gerade wieder 4 bekommen? Ja, ist Aber geil. hey, der ist verbogen, da bin ich hingeflogen. Bist du geflogen? Ja. So, wenn der... Oh Mann. You have to go to the gate. Please to the gate number 3. Ja. Che lecco mio. Das haben wir mal schön. Schweizer Boden! Da ist sie wieder. Schweizer Boden. Da ist sie wieder, Sanni. Nach 2,5 Jahren geht diese verrückte Reise zu Ende. Allerdings ist hier für mich noch lange nicht Halt. Ich bin bereits auf dem Weg in ein neues Abenteuer. Wenn du Lust hast, nehme ich dich natürlich weiterhin mit. Jetzt wirst du dich fragen, wohin ich reise. Die Antwort gibt's im nächsten Video am 30. April.